Mein Name ist Gerald, ich bin der Neulandnutzer von GeoWeb. Heute geht es darum, was der größte Hemmschuh ist, für viele Unternehmen online nicht richtig durchzustarten. Heute möchte ich mal darüber reden, warum viele Unternehmen nicht aus dem Quark kommen, wie man so schön sagt. Und zwar im Internet. Im Online-Marketing, in was weiß ich, Internettechnologie, digitalen Welt, wie auch immer man das Ding nennen will. Weil alle reden so von der Technologie und von Computern und von Prozessoptimierung mit Robotern und sonst irgendwie was. Aber was sie immer vergessen, ist der Mensch im Internet. So, und da kommen viele einfach nicht in die Hufe. Das hat in der Regel zwei Gründe, also zwei Hauptgründe. Der erste Grund ist der, sich nicht richtig auszukennen und was viel schlimmer ist, daran auch nichts zu ändern. Ja? Da sind also viele gestandene Unternehmen, die schon außerhalb vom Web mega erfolgreich waren, und zwar fast egal welche Branche, also nicht nur immer eine Haus- und Hofbranche, Fahrzeugbau und Zulieferer und Technologie oder Gesundheitswesen, nicht nur da, sondern auch in allen anderen Branchen. Da gibt es dann Firmen, die sagen, wir müssen online gehen, weil sie alle erkannt haben, ja, jetzt spätestens mit Lockdown müssen alle online sein, weil die Kunden sind ja nur noch online und die Kunden wollen ja auch nur noch online, weil sonst kriegen sie ja gar nichts mehr. So, da muss man einfach präsent sein. Man muss sich dran gewöhnen, was ist, und komischerweise, wo sich viele dran gewöhnt haben, sind die sogenannten Zoom-Calls oder Videokonferenzen, wie immer man die Dinger nennen will. Das haben sie sich sehr schnell angewöhnt. Ich habe an ein paar Sachen teilgenommen und es ist tatsächlich wirklich das Gruseligste, was ich dabei erlebt habe, ist, dass die Leute an den Videokonferenzen teilnehmen, an den Zoom-Calls teilnehmen und tatsächlich dieselben Phrasen, denselben Mist dreschen, der nur offline betrifft. Also sobald man denen mit wirklich innovativen Online-Themen kommt, blocken die ab, schrecken die zurück, sind die raus. Und das online, im Zoom-Call, im Videocall. Es ist irre, es ist absolut irre. Man denkt, also müsste ja eigentlich jetzt alles laufen. Nein, ist nicht. Ein bestes Beispiel, wenn ich ihm sage, so pass mal auf, du machst jetzt hier einen Videocall und zeigst das Produkt und erklärst das. Und wenn dich einer im Videocall dann eben halt anruft, dann kannst du ihn fragen, was will er denn sehen, du kannst ihm das zeigen. Dann sagen alle, ja, finde ich eine tolle Idee. Und dann sagen die, und dann meine Telefonnummer einblenden. Und ich dann sage, nee, nicht Telefonnummer einblenden, sondern eine URL, auf die die dann klicken können, damit die dann im Funnel landen, damit das Ganze automatisiert ist. Nee, das wollen die dann nicht mehr. Das heißt, sie gehen in einem modernen Medium, Zoom-Call, Live-Call rein, um zu erfahren, wie sie sowas mit ihrem Kunden machen können, um sie dann wieder in ihre alte Welt zurückzuholen. Das kann ja funktionieren, wenn du auch die Leute auch so oldschool sind, wenn deine Kunden genauso drauf sind, dann ja, aber wenn deine Kunden von Mitbewerbern moderner bedient werden, hast du ein Problem. So, und jetzt ist der Punkt halt einfach, ich verstehe ja, wenn viele sagen, ach, das kann ich aber nicht, um diesen ganzen Funnel, das weiß ich nicht, was das ist, und Sales Funnel, was soll das, Video Sales Letter und Customer Journey, was es da alles gibt, CRM und so weiter und so fort, kenne ich alles nicht. Ist ja nichts gegen zu sagen. Die Krux ist nur einfach, ich erlebe das halt immer wieder, dass jetzt manche denken, ich war ja im Offline erfolgreich, wenn ich jetzt online gehe, dann schaffe ich mir das alles nicht drauf. Ich will das auch alles gar nicht wissen, ich will einfach, dass das jemand für mich macht. Das hat früher mal funktioniert, ja. Ich meine, es kann auch heute noch funktionieren, du musst es dir nur leisten können. So, und wenn du dann eine Analyse machst, wir machen eine Analyse, was braucht ihr, welchen Kanal müsst ihr, dann stellt sich da beispielsweise, nur so als Beispiel, stellt sich heraus, ihr müsst eine Top-Facebook-Seite haben, ihr müsst in LinkedIn mindestens zweimal am Tag was machen, ihr braucht einen eigenen YouTube-Kanal. So, dann bezahlt ihr jemanden, der euch in Facebook macht, da seid ihr locker bei 800 bis 1000 Euro im Monat ohne Werbung. Dann macht ihr jemanden, der LinkedIn-Profil macht, auch nochmal dieselbe Summe, und dann kommt noch ein YouTube-Kanal, wo ihr jeden Monat für 2.000 bis 5.000 Euro Videos macht. Ihr seid 10.000 Euro im Monat los. Ja, wenn ihr euch das leisten könnt, macht das so. Dann könnt ihr das alles outsourcen. Geht nicht. So, jetzt kommen die auf die Idee, und das ist der Hemmschuh Nummer 2, also weil sie selber die Skills nicht haben und sich das nicht leisten können, einfach andere damit zu beauftragen, umgehen sie einfach, das selber lernen zu müssen, also Skill Nummer 1 oder Hemmschuh Nummer 1, das selber sich drauf schaffen, umgehen sie, indem sie es im Unternehmen delegieren, nichts gegen zu sagen, an Leute, die es nicht können. Und da meine ich jetzt nicht, dass die Leute das nicht umsetzen können. Also wenn jetzt jemand, ihr bei euch im Unternehmen hingeht, habt einen Azubi so und sagt dem, pass mal auf, wo bist du? Du bist in Facebook, dann mach doch mal Postings für euch. Das wird er machen können. Oder ihr habt eine Azubine, die macht laufend Instagram. Dann sagst du, ja, mach mal was für uns in Instagram. Das wird sie tun können.
Aber wird sie deswegen eure Kunden erreichen? Ich sage mal ein Beispiel. Angenommen, ihr seid im Bereich B2B, wie gesagt, meine Kunden, Zulieferer, Autoindustrie, Fahrzeugbau, wenn die einen Azubi oder Praktikantin oder irgend sowas beauftragen, in Social Media was zu machen, dann ist das zwar ganz nice, nur deren Kunden, also von meinen Kunden die Kunden, die sind so 40, manche sogar 50 plus. Das heißt, diese Azubine oder der Praktikant oder umgekehrt, die werden die gar nicht erreichen in Social Media, weil die können nur das, was sie können, in ihrer Altersgruppe mit den Leuten. Sicherlich können sie das modern machen, wie es in Instagram muss, aber nicht, wie die Zielgruppe das braucht, sondern nur, wie ihre Altersgruppe das braucht. Und das läuft dann diametral auseinander. Das heißt, dann wird der Account größer, aber es werden immer mehr von der falschen Zielgruppe getriggert. Es sei denn, ihr wollt plötzlich die 20- bis 30-Jährigen haben, was im Bereich Maschinenbau, Fahrzeugbau eher unwahrscheinlich ist, weil die das Geld nicht auf der Tasche haben, weil die auch nicht die Riesenproduzenten sind. Vielleicht in ein paar Jahren mal, aber noch nicht. So. Also, habt ihr keine Chance, das zu delegieren an Leute, die euer Unternehmen nicht kennen oder die nicht auf Unternehmen C-Level-Ebene Entscheidungen treffen können. Also wenn jemand weiß, wo finde ich unsere Zielgruppe, wie alt ist sie, was macht die, was wollen die haben, was tickt die richtig. Wenn ihr delegieren wollt, und das ist jetzt mein Tipp an euch, wenn ihr wirklich delegieren wollt und selber nichts dazu lernen wollt, selber als Unternehmer, als Chef, als wie auch immer, dann macht ihr Folgendes. Dann geht ihr hin und verdonnert den Vertrieb mit einem Praktikant oder einem Azubi, sich einmal in der Woche für 3 Stunden hinzusetzen und ein Konzept auszudenken, was sie in Social Media machen wollen. Das heißt, die beiden bekabbeln sich Oldschool, Vertrieb oder Marketing, New School, Azubin oder Praktikant in einem Kanal. Dann habt ihr zwar immer noch nicht die Gewissheit, dass in dem Kanal auch eure Leute sind, die ihr braucht, weil das geht mit anderen Wegen, aber ihr habt zumindest was, wo der Vertrieb Einfluss genommen hat, dass das, wie es rausgeht, richtig rausgeht. Noch besser wäre es natürlich, ihr geht hin und mal analysiert erstmal. Ihr guckt erstmal, in welchem Kanal sind unsere Kunden, in welchem Kanal ist unsere Altersgruppe, was wollen die sehen, welches unserer Produkte geht am besten online, was kann man online am besten kommunizieren, welche Posts gehen für unsere Zielgruppe am besten. Sind es eher Fotos, sind es eher Texte, sind es eher das kann man alles analysieren heute, aber nicht die Kids, sorry, ja. Da muss man schon ein bisschen älter sein als 30 und ein bisschen länger online gewesen sein. Wenn jemand seit dem 12. Lebensjahr Online-Marketing gemacht hat, ist er mit 30 auch top. Aber sind die wenigsten. Und mit GeoWeb bin ich jetzt 18 Jahre am Start. Also ich weiß so ein bisschen schon, wie die ein oder andere Social Media Community tickt. Besser wäre es halt eben, das Ganze zu analysieren. Also wenn ihr zum Beispiel im Bereich Fahrzeugbau seid oder Zulieferer oder so, habe ich hier eine Seite, kannst du dir angucken, guck mal drauf, dann können wir das analysieren. Wir können dann gucken, in welchem Kanal stecken eure Kunden, in welchem Kanal stecken die zahlungskräftigsten Kunden, welche unserer Produkte gehen online am besten und. Und wenn man diese Daten hat, ja, wenn man das weiß, dann kann man sich entscheiden, bewusst entscheiden, delegiere ich das an Praktikanten, gebe ich das Outsourcing in eine Agentur, die genau den Kanal bedient, oder bilde ich in-house die Skills auf, indem ich meine Mitarbeiter ausbilde, damit die das machen. Das sind die Entscheidungen, die dann auch richtig sind. Aber bitte erst, wenn man ganz genau weiß, was zielführend ist. Und auch Werbung zu schalten online macht doch erst Sinn, wenn ich diese Daten alle habe. Wenn ich weiß, in welchem Kanal erreiche ich wen, zu welcher Zeit, zu welcher Tageszeit, zu welcher Uhrzeit, wie häufig, mit welchem Einkommen und wo. All diese Fakten muss ich vorher haben, bevor ich die Werbung schalte, weil sonst mache ich womöglich im falschen Kanal für die falsche Zielgruppe die falsche Werbung. Und dann bringt mir kein Cent Werbung bringt mir irgendwas wieder ein, geschweige denn die Tausenden von Euros. Wenn du jetzt sagst, ja, das hat mich ein bisschen inspiriert oder bringt mich jetzt weiter, mal drüber nachzudenken, lass ein Däumchen da. Wenn du Fragen hast, in die Kommentare oder auch gerne Kommentare in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Sicher, ich kann jetzt nicht so regelmäßig Videos machen wie andere YouTuber, weil ich ja noch ein Geschäft nicht mehr am Laufen habe. Aber wenn du kein Video verpassen willst, dann abonniere nicht nur den Kanal, sondern läute auch die Glocke, weil dann kriegst du Bescheid, wenn ein neues Video von mir da ist. Und ansonsten wünsche ich dir schöne Zeit. Vielen Dank erstmal, bis bald und ciao.